So, also ich wollte ein Video über das Feuerbohren machen. Ist jetzt nicht so, dass ich der absolute Feuerbohr-Profi wäre oder sowas. Nur seit ich das beim Benny das erste Mal gemacht habe, richtig, mit seiner Hilfe, klappt das eigentlich ganz gut. Und also bei mir waren es nur so 2, 3 kleine Knackpunkte, wo ich dann einen Fehler gemacht habe oder nicht, ja, dann aufgegeben habe, weshalb das vorher nicht geklappt hat. Ich muss auch sagen, ich habe es nicht wirklich hart versucht. Ich habe es halt einmal so intensiv versucht und dann nie wieder. Aber ich denke, das kann eigentlich jeder lernen. Und ja, das Video soll sich deshalb auch so ein bisschen, so der Carlos und der Ralf, die haben jetzt schon ein paar Mal in irgendwelchen Kommentaren geschrieben, dass sie das gerne machen würden, aber das nicht hinkriegen. Und ich denke, die können das auch hinkriegen. Und jetzt wollte ich einfach mal erklären, worauf ich achte dabei, damit es klappt. Wenn wir noch was, das einfach mal so erklären, aus meiner Sicht. Vielleicht ist da ja so der kleine Knackpunkt dabei, der verhindert, dass ihr das Erfolgserlebnis habt. Okay. Also, erster Punkt, Spindel muss trocken sein. Welches Holz und so weiter will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich habe hier mit Hasel ganz gute Erfahrungen. Das hier ist, glaube ich, ein Stück Kiefer, so wenn ich mir die Maserung angucke. Es war ein Kantholz. Mit Lärche, Buche, Fichte hatte ich auch schon, hat es eigentlich auch immer geklappt. Und naja, also darauf will ich jetzt mal nicht näher eingehen. Da gibt es andere, die sich besser auskennen. Man braucht natürlich eine trockene Unterlage. Ja. Und irgendwas, um die Spindel zu führen. Bei mir hat sich hier bewährt von meiner sowieso Feuerdose der Deckel. Den als Spindelführung hier zu nehmen, das hat sich bei mir ganz gut bewährt. So, dann das Schwierigste meines Erachtens nach beim Feuerbohren ist die Spindelführung. So, und da gibt es jetzt die Probleme, dass die immer rausspringt und die Haltung und so weiter. Als erstes, das sieht man aber auch ganz häufig, ist ein guter Tipp, wenn man sich das Bein als Führung nimmt. Ja, also hier mit dem Arm anlegt, dann ist man hier relativ stabil. So, das, wie gesagt, hat man recht häufig gehört. Dann, um aufs Bohrbrett einzugehen, hier in der Mulde soll sich der Bohrstaub sammeln, den es dann zu entzünden gilt. Man muss also die Mulde voll machen mit Bohrstaub, um den dann entzünden zu können. Das heißt, umso größer ich die Mulde mache, desto mehr muss ich drehen, um eine Glut zu erzeugen. Desto leichter habe ich es aber dann nachher natürlich beim Anpusten, weil eine größere Glut nicht so schnell verglüht wie eine kleinere. So viel zum Bohrbrett. Die Mulde darf nicht bis ganz in die Mitte gehen, sonst bohre ich mir eine Spitze auf die Spindel. So, der zweite Knackpunkt beim Bohren, wo ich immer Probleme mit hatte am Anfang, ist, dass die Spindel rausspringt. So. Und zwar habe ich mir immer einen Bogen gemacht, ja, der schon auf Spannung war, und habe dann die Spindel reingespannt, und dann musste das, entweder ist mir das Seil durchgerutscht oder es war zu stark gespannt. Ja. Das ist dann total blöd, weil ist das Seil zu stark gespannt, dann keilt es zu sehr und dann haue ich mir die Spindel nach da oder nach da raus. Ja. Ist es zu lasch, muss ich hier ziemlich weit rüber ziehen, damit das Seil greift. Ja. Da haue ich mir die Spindel nach da raus. Außerdem frisst die sich dann so langsam weg. Da habe ich zum Beispiel von Benny schon den Tipp bekommen, auch für mehr Reibung, der wickelt das mehrmals drum. Ja. Dann habe ich aber am Anfang auch immer noch den Fehler gemacht, die Spindel quasi innen zu führen. Dadurch entsteht auch immer ein Zug weg vom Brett. Und wenn die außen führt, passiert das nicht. Dann
hat der Benny mir gesagt, einfach den Zug mit der Hand zu regulieren. Das ist ein extrem guter Tipp. Also hier irgendwie die Finger einzukeilen, dass ich hier während dem Arbeiten die Schnurspannung regulieren kann. Die Bohrmulde ist jetzt schon ziemlich rausgelaufen, deswegen muss ich so schräg bohren. So, dann bleibt aber immer noch das Problem, wenn ich zu knapp bohre, also dass ich das hier verknoten kann, dann hakel ich. Bohre ich zu schräg, ist wieder die Gefahr da, dass mir die Spindel raushaut. Und deshalb habe ich mir jetzt gerade vorhin daheim überlegt, warum nicht einfach doppelt arbeiten. Also hier das Seil zweifach oben anknoten, eine Schlaufe legen. Dann kann ich nämlich hier wie eine Prusik-Schlinge drum legen. Ja, und habe dann die doppelte Führung, was dazu führt, dass mir die Spindel eigentlich gar nicht mehr von alleine rausspringt. Ja? Versucht das mal mit dem Bowdrill, die Spindel so zu halten, mit dem normalen, ja? Mit einer einen Schnur. Und so geht es überhaupt ohne Probleme. Ja? Dann habe ich schon mal das Problem, dass er mir nach vorne und hinten rausspringt, echt minimiert. So, dann kann ich auch dadurch, dass die Schnüre sich nicht mehr verknoten, weil ich auch nur einfach drum geschlungen bin, den Stock direkt einfach an der Spindel führen. So. Funktioniert also ganz prima. Dann kann ich sogar bei einer rausgelaufenen Bohrmulde, wie ich sie jetzt habe, einfach schräg bohren. Dann läuft die nicht weiter raus. So, dann zum Bohren an sich. Es ist also so, dass es wichtig ist, den richtigen Druck zu haben, um mein Material nicht gleich zu verbrennen, um es aber auch zum Glühen zu bringen. Und mit dieser doppelten Führung habe ich viel Reibung an der Spindel und sie springt mir nicht raus. Ich muss also nicht mit Druck dafür sorgen, dass sie in der Mulde bleibt, sondern die bleibt im Prinzip da, wo ich sie haben will. Und so kann ich mir ganz gemütlich hier Bohrstab aufbauen. Ja? Da muss man auch gar keine Hektik machen. Das kann man auch unterbrechen. Ja, es brennt schon fast. Ja? Hauptsache man verliert den Bohrstab nicht. Wenn der nicht so ganz dunkel ist, macht nichts, das ist gut. Soll nicht schwarz sein. Jetzt bin ich auch schon fast voll. So, jetzt suche ich mir, jetzt werde ich ein bisschen schneller. Jetzt fängt es leicht an zu qualmen, dann mache ich gerade so weiter. Bis ich merke, es wird also schon stärker mit dem Qualmen. Dann mache ich trotzdem geduldig weiter. Kann aber, wenn ich will, am Schluss noch ein bisschen schneller machen und dann mit leichtem Druck die so schräg rausbewegen. Ganz wichtig, Spindel trocken ablegen. Und schon brennt der Quatsch. Ja, es ist also wirklich kein Hexenwerk. Und es brennt auch eine ganze Weile. Man muss sich da also keine Hektik machen, ja. Am besten ist sogar, man lässt da eine richtig schöne Glut entstehen, bevor man das dann ins Zundernest wirft. Ich hoffe, das war jetzt leicht verständlich und führt vielleicht beim einen oder anderen zum Erfolg. Da war der Wind stärker als ich. Aber ihr seht, brennt immer noch. Ja? Also man muss sich um seine Glut, wenn man sie einmal hat, gar nicht so viele Gedanken machen. Natürlich sollte man trotzdem vorher das Zundernest vorbereitet haben. Aber dann keine Hektik. So, jetzt sieht man, jetzt geht sie richtig auf. Das wäre eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich es ins Zundernest packe. Ja, und wie gesagt, umso größer die Mulde, desto größer ist nachher die Glut.
Und desto länger brennt sie auch. So, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist jetzt eine ziemlich kleine Mulde. Mal gucken, wie das klappt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Feuerbauprofi. Das ist vielleicht, keine Ahnung, das 10. Mal oder so, dass ich das mache. Das ist halt jetzt ein sehr dickes Brett. Wird eine Weile dauern, bis ich meine Grube mit Bohrstaub gefüllt habe. Ja, wenn die mal nicht so klein war. Passiert, wenn die Mulde zu klein ist. Dann zündet sich alles außen rum. Und nicht das, was soll. Also brauche ich mit einem weichen Holz auf dem harten Brett. Ist auch schwierig. Aber jetzt, wenn man so einen Haufen Staub hat, ja, kriegt man natürlich auch eine tolle Glut hin. Und ich arbeite mit ganz wenig Druck. Man sieht also nichts glühen, ja. Wenn es qualmt, ist gut.
Da muss man einfach nur warten. Die Glut kommt schon raus. Dann pustet man halt ein bisschen. Gesehen? So, zum Schluss nochmal auf meinen Bohrbogen, ja, um den nochmal genauer zu erklären. Um den ging es ja eigentlich, oder der ist die wesentliche Erleichterung. Also ich habe hier einfach einen Stock, möglichst gerade nehme ich den sogar. Und anstatt hier einen Bow-Drill zu machen, einen Bogen draus zu machen, binde ich mir hier vorne 2 Seiten, wie schon gezeigt, die Schnur an und lasse hinten eine Schlaufe. Jetzt kann ich den Stock hier hinten greifen und gehe mit dem Daumen in die Schlaufe. So. Ja. Und dann kann ich während dem Bohren über den Daumen den Zug an dieser Schnur halten. So. Dadurch, dass hier 2 Schnüre sind, die in entgegengesetzter Richtung nachher über die Spindel laufen, ja, so, springt die Spindel nicht mehr raus. Wenn ich mit einem vorgespannten Bogen arbeite, das ist die schwierigste Version, springt mir die Spindel, sobald ich vom Bohrbrett abhebe oder hier oben zu wenig Druck habe, springt die mir raus. Zack. Also beim normalen Bow-Drill, der vorgespannt ist, würge ich ja hier mein Hölzchen rein. Na? Ja. Und gehe dann mit der Druckplatte drauf und sobald ich es loslasse, springt er raus. Deswegen hier meine Buntbärenspindelführung, also quasi den Buntbärbogen nehmen und schon wird die Sache viel einfacher. Ich möchte es noch mal kurz zeigen. Schon allein das Ansetzen der Spindel. Eine ganz einfache Sache. Und dann kann ich hier ganz in Ruhe bohren. Ja, das Holz ist jetzt verglast und so. Aber es geht ja nur um die Spindelführung. Ich habe jetzt auch die Spindel noch gar nicht ausprobiert, ob die auf dem Holz funktioniert. Die habe ich nur mal so schnell hingerotzt, weil mir die andere zu kurz geworden ist. Ja. So Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Gebt nicht auf. Macht's einfach. Ihr werdet es schon hinkriegen. Und wenn es klappt, ist eine ganz tolle Erfahrung. Danke euch fürs Zusehen und ja, lasst es euch gut gehen.